Es ist etwas Schreckliches mit mir passiert und ich habe es bis jetzt tief in mir vergraben. Nenn mich einen typischen Mann, der seine Gefühle unterdrückt, aber ich habe nie über Therapie nachgedacht. Egal, was ich durchgemacht habe, egal wie oft ich mir wortwörtlich gedacht habe, dass ich mit jemandem darüber sprechen sollte, ich habe es einfach nie als Option betrachtet. Es war schlichtweg nichts, das auf meiner Liste stand. Es war eines dieser Dinge, die auf einer anderen Ebene der Existenz lagen, die niemals meine eigene kreuzen würde, weil sonst das Universum zusammenbrechen könnte. Ich habe nichts gegen Therapie, versteh mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich den Reiz nicht verstehe. Viele meiner Freunde schwören darauf, sagen, es habe ihnen unglaublich geholfen, meine Frau eingeschlossen. Aber es war einfach nie etwas, das für mich in Frage kam. Ich habe einfach nie wirklich darüber nachgedacht, sagte ich zu Alice eines Abends, als sie das Thema nach dem Abendessen wieder ansprach. Es lag eine friedliche Ruhe über dem ganzen Haus an diesem Tag und ich war zufrieden. Es war Sonntag und Schwimmsaison, also hatten wir Emmy morgens zum Schwimmtraining ins öffentliche Schwimmbad gebracht und waren direkt danach in unser Lieblingscafé zum Frühstück gegangen. Der Rest des Tages war gefüllt mit Gesprächen, die sich über die Woche angesammelt hatten, all die Themen, über die wir nicht tief genug sprechen konnten, während wir auf unsere 8-jährige Tochter aufpassen mussten. Dazu kamen zwischendurch ein paar Hausarbeiten und Papierkram, den wir erledigen mussten. Für mich war es der perfekte Tag, ein friedlicher Moment inmitten eines chaotischen Lebens, so wie das Leben mit Kindern eben ist. Aus dem Wohnzimmer klangen die Geräusche von Mario Kart, Emmys gelegentliche Freudenschreie durchbrachen die fröhliche Musik, was Alice und mich immer wieder zum Lächeln brachte. Ach, wieder ein Kind zu sein. Noch ein wenig nass vom Duschen nach dem Schwimmtraining, satt von Chili, die Augen leuchtend im Schein des Fernsehbildschirms. Vielleicht solltest du es einfach mal versuchen, sagte meine Frau, während sie den übrig gebliebenen Chili mit einer Kelle in eine Tupperdose füllte. Ihr Haar war, wie nach jedem Abendessen, hochgebunden, als wollte sie nicht aufräumen, sondern einen Marathon laufen. Sie sah mich dabei nicht an, völlig in ihre Aufgabe vertieft. Es ist verrückt, wie manche Teile meiner Erinnerung so scharf sind und andere fast nicht existieren. Ich trat näher, legte meinen Arm um ihre Taille. Sie warf mir einen Blick zu, als wollte sie fragen, was ist? Ich denke einfach nicht, dass es etwas für mich ist, Schatz, murmelte ich, meinen Mund an ihrer Schulter, als wollte ich meine Worte direkt in ihre Haut sprechen und ihre Ohren umgehen. Du weißt doch, solche Sachen machen mich manchmal nervös. Sie ließ einen halb genervten, halb seufzenden Laut hören, stellte den Behälter und die Kelle beiseite und drehte sich zu mir um, legte ihre Arme um meine Schultern. Alles macht dich nervös, John. Ich lächelte, ließ meine Hände auf ihre Hüften sinken. Ich wusste, dass ihr frustrierter Tonfall größtenteils nur gespielt war. Es ist gut für dich, fuhr sie mit Nachdruck fort, tippte mit ihrem Zeigefinger auf meine Stirn, während ich sie hin und her wiegte, als würden wir zu einer nicht existierenden Melodie tanzen. Wie Medizin. Und ich weiß ganz genau, dass es da Dinge gibt, die du aufarbeiten musst. Ich tat, als wäre ich beleidigt. Du hältst mich also für einen Verrückten? Jeder braucht Therapie, knurrte sie, entzog sich meinen Armen, aber sie widersetzte sich nicht, als ich sie zurück zu mir zog. Nicht nur Verrückte. So liefen die meisten dieser Gespräche ab. Manche endeten etwas hitziger, mit einer sanft zugeschlagenen Tür, damit unsere Tochter nicht aufwachte, und einem leise gezischten „Deshalb brauchst du Therapie." Ich glaube, ich lasse es schlimmer klingen, als es war, aber das war es nicht. Selbst unsere ernsteren Auseinandersetzungen fühlten sich nie wirklich wie Streits an. Sie fühlten sich eher wie Spielereien an. Wir waren wie zwei Katzen, die sich beißen, aufeinander losgehen und mit ihren Schwänzen wischen, aber niemals die Zähne fletschen oder zischen. Ich fühlte nie echte, allumfassende Wut auf sie, und ich wusste, dass es ihr genauso ging. Das klingt vielleicht kitschig, aber wir waren einfach sehr verliebt. Manchmal hatte ich das Gefühl,
Wir hätten die Flitterwochenphase nie wirklich verlassen. Ich lasse es jetzt so klingen, als wäre dieses Thema ständig zur Sprache gekommen. Aber das war es nicht. Es kam vielleicht alle paar Monate mal auf. Ich wusste, dass sie sich nur um mich sorgte. Sie kannte mich besser als jeder andere. Wir hatten uns über gemeinsame Freunde kennengelernt und zunächst über unsere schrecklichen Kindheiten verbunden. Wir hatten beide Mütter, die nicht mehr im Bild waren, und übermäßig emotionale, kompensierende Väter, auch wenn sich das bei uns auf sehr unterschiedliche Weise äußerte. Alice' Mutter hatte ihren Vater für einen drittklassigen Rockstar verlassen und war ihm auf seiner landesweiten Tournee gefolgt. Manchmal schickte sie Alice Briefe oder Postkarten von unterwegs, aber ihr Vater ließ sie diese nicht immer behalten, besonders wenn sie nach Blut oder nach merkwürdigen weißen Pulvern aussahen. Ihr Vater ging mit Wut um. Er hatte sie nie geschlagen, aber sein Schreien und das Zerschellen von Glasflaschen an den Wänden hielten sie fast jede Nacht wach. Tagsüber nahm er sie mit aus, kaufte ihr Dinge, ging mit ihr Minigolf spielen, bowlen oder ins Kino. Alles, um besser und spaßiger als ihre Mutter zu wirken. Meine Mutter starb an meinem 7. Geburtstag. Sie war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, die eine halbe Stunde von unserem Haus entfernt lag, als es anfing zu regnen. Sie schrieb meinem Vater eine SMS mit ihrer Ankunftszeit, als sie über eine rote Ampel fuhr und von einem LKW erfasst wurde, der ihr Auto vollkommen zerstörte. Nach dem Tod meiner Mutter änderte sich alles. Mein 7. Geburtstag hätte genauso gut mein 21. sein können. Nachts war es am schlimmsten. Ich erinnere mich daran, wie ich neben meinem Vater saß, während er weinte, zusammengerollt wie ein schluchzendes Häufchen Elend auf dem schmutzigen Teppich im Wohnzimmer, wimmernd wie ein getretener Hund. Er schrie und heulte so laut, dass die Wände wackelten. Immer wieder wiederholte er, als ob ich es nicht gehört hätte, manchmal murmelnd, manchmal kreischend. Sie wurde in 2 Hälften zerschnitten. Es tut mir leid, Sir, sie ist weg. Nein. Es besteht keine Chance, dass sie überlebt hat. Sie wurde komplett zerschnitten. Aber die Tage waren fast schlimmer. Tagsüber, wenn er zumindest die hilflosen Schreie auf ein leises Weinen reduzieren konnte, richtete sich seine ganze Aufmerksamkeit auf mich. Es schien, als würde er stumm betteln, dass ich mit ihm zusammenbrechen sollte. Jede 2. Minute fragte er: »Wie fühlst du dich, mein Sohn? Verstehst du, was passiert? Du armes Ding, du musst am Boden zerstört sein. Deine Mama ist weg. Willst du nicht weinen?« Aber ich konnte nicht und wollte nicht nachgeben. Ich musste die Bettlaken waschen, weil er wieder hineingepinkelt hatte, und ich wollte nicht, dass er am nächsten Tag nach Urin riecht, wenn er mich zur Schule brachte. Ich musste den Teppich saugen, damit, wenn er sich das nächste Mal darauf zusammenrollte und Gott anflehte, ihn auch zu sich zu holen, er nicht mit einer Wange voller Krümel und Staub aufstand. Ich weiß nicht, ob ich je wirklich getrauert habe. Der Tod meiner Mutter fühlte sich eher wie eine Abwesenheit an, als hätte jemand eine Schere genommen und ein Stück aus mir herausgeschnitten oder mir ein Gliedmaß abgetrennt. Ich konnte sie noch fühlen, konnte noch mit ihr sprechen, aber alles, was ich zurückbekam, war ein tiefer Schmerz und eine erdrückende Stille. Ich hasste es, wie die Leute reagierten, wenn ich ihnen erzählte, dass meine Mutter tot war, und das schon, seit ich ein kleiner Junge war. Ich hasste die Gesichter, die sie machten, wenn sie fragten, wie sie gestorben war, und ich es ihnen erzählte. Wie ihre Münder sich dumm öffneten und ihre Augenbrauen sich in mitleidigem Entsetzen verzogen. »Es tut mir so leid, das wusste ich nicht«, sagten sie, als ob ihnen die Galle im Hals stieg, und ich wollte ihnen entgegnen: »Na, du hast doch gefragt, oder?« Alice hat nie so reagiert. Tatsächlich hat sie mich nie wirklich gefragt, was passiert war. Bei unserem 2. Date, als wir uns in einer schäbigen Bar an einen Billardtisch lehnten und Bier tranken, erzählte sie mir von ihrer eigenen Mutter. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich das Gefühl hatte, das Gespräch war offen, als könnte ich antworten und sie würde zuhören und sich kümmern, aber nicht zu sehr, nicht in einem unangenehmen Ausmaß. Als ich ihr von meinen Eltern erzählte,
sagte sie nichts, und ihr hübsches Gesicht verzog sich nicht. Sie lehnte sich über den Billardtisch und küsste mich auf die Wange, nahm meine Hand. Am Tag, an dem sie herausfand, dass sie schwanger war, versprachen wir uns gegenseitig, besser zu sein, dafür zu sorgen, dass unser Kind nie alleine trauern müsste oder dieses ganz besondere Gefühl von Hilflosigkeit und Schrecken erleben sollte, das nur ein Elternteil verursachen kann. Vielleicht hätte ich also auf sie hören sollen. Vielleicht hätte ich zur Therapie gehen sollen, als sie es das erste Mal vorschlug, als sie mir erzählte, wie sehr es ihr geholfen hatte, ihre eigenen schrecklichen Erinnerungen zu verarbeiten. Aber wenn ich ehrlich bin, dachte ich nicht, dass ich etwas zu verarbeiten hätte. Ich hatte es in der Vergangenheit gelassen, auf meine eigene, leicht schiefe Art damit umgegangen, und ich wollte es nicht wieder aufwühlen. Ich wollte nicht zurück an diesen Ort, an dem man von mir erwartete, dass ich redete, weinte und mich öffnete. Allein der Gedanke daran ließ meine Haut kribbeln. Ich war immer der Therapeut, sagte ich ihr oft mit einem schiefen Grinsen, und das gefällt mir auch so. Dann begannen die Träume. Ich könnte dir jetzt sagen, dass ich nicht weiß, was sie ausgelöst hat oder warum sie jetzt begannen, aber das wäre nicht die Wahrheit. Ich weiß genau, warum ich angefangen habe, mich zu erinnern. Zuerst waren es nur kurze Albträume, die ich kaum beschreiben oder erklären konnte. Ich wachte orientierungslos und etwas krank auf. Der Rest des Tages fühlte sich seltsam an, als wäre ich von einem dichten Nebel umgeben. Irgendwann begannen mich die Träume mitten in der Nacht aufzuwecken, schweißgebadet und schreiend, sodass meine Frau sich zu Tode erschreckte. Einmal rannte ich ins Badezimmer und übergab mich, schaffte es gerade noch bis zur Toilette. Das war der Moment, in dem das Wort Therapie wieder auf den Tisch kam. Es fühlt sich an, als wäre ich 20 Jahre lang im Koma gewesen und würde erst jetzt aufwachen. Es ist so merkwürdig, wie anders die Welt für ein Kind aussieht. Als Kind habe ich an Feen geglaubt. Lach ruhig, wenn du willst. Zu meinem 4. Geburtstag hat mir meine Tante ein Buch geschenkt. Du kennst bestimmt diese Art von Büchern. Riesige Hardcover-Bücher, gefüllt mit Informationen über Fabelwesen, mit kleinen Stoffstücken, die die Schuppen einer Meerjungfrau oder die Klaue eines Drachen nachahmen. Meins handelte von Feen, und für mich war das alles total real. Meine Mutter blieb oft länger mit mir wach, als sie eigentlich sollte, um mir daraus vorzulesen und meine Hand auf die verschiedenen Texturen zu legen, damit ich sie fühlen konnte. Ich wollte alles über sie wissen, wurde richtig besessen, und natürlich spielten meine Eltern mit. Sie kauften mir Spielzeug, Bücher. Jedes Jahr hatte ich eine Feen-Geburtstagstorte, und jedes Kind, das hinter vorgehaltener Hand kicherte, wurde im nächsten Jahr nicht mehr eingeladen. Als ich alt genug war, um das Internet zu benutzen, natürlich unter Aufsicht, begann ich selbst weiter zu recherchieren. Meine Mutter half mir zuerst, mich auf Wikipedia zurechtzufinden, und dort gab es eine Menge Informationen, die mich eine Zeit lang beschäftigten. Mein Interesse verlagerte sich von Flügeln und magischen Kräften hin zu den verschiedenen Arten von Feen aus aller Welt, Feenringen und ihrem angeblichen Abscheu vor Eisen. Obwohl ich noch nicht so gut lesen konnte, schaute ich mir die Bilder an, bis sie abends von der Arbeit nach Hause kam. Als meine Mutter starb, häufte sich das Feen-Memorabilia immer weiter an. Meine Tante kaufte mir neue Bücher, liebevoll verpackt mit Bändern und Tränen in den Augen, und mein Vater brachte die Feen oft ins Gespräch, wenn er dachte, ich bräuchte Trost und er stark genug war, das Haus zu verlassen. »Willst du im Wald nach Feen suchen, mein Junge?« fragte er. Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich fing an, die Feen regelrecht zu verehren. Ich war überzeugt, dass sie im Wald hinter unserem Haus lebten, immer versteckt hinter dem Baum, den ich gerade ansah. Ich verbrachte meine Wochenenden damit, in den Wald zu flüchten, mit einem Eimer und einem billigen Fernglas in der Hand, fest entschlossen, dass ich an diesem Tag eine sehen würde. Nachts, wenn mein Vater endlich in seinen eigenen Tränen und anderen Körperflüssigkeiten eingeschlafen war, betete ich zu ihnen. An Gott hatte ich nie geglaubt, wir waren keine besonders religiöse Familie und außerdem
hatte ich gesehen, welchen Nutzen er bisher für meinen Vater gehabt hatte. Aber an die Feen glaubte ich. Ich bat sie um Hilfe für meinen Vater. Ich bat sie um Frieden. Ich bat sie, meine Mutter zurückzubringen. Sie haben nie geantwortet, bis sie es taten. Es war ein Freitag. Jetzt erinnere ich mich und ich verstehe nicht, wie ich das vergessen konnte. Nach der Schule rannte ich in den Schatten der Bäume, bevor mein Vater mich stoppen konnte. In meiner Faust hielt ich den Saum meines T-Shirts fest. Das dünne Gewebe trug das Gewicht von 2 Handvoll des glänzendsten Bestecks und der buntesten Knöpfe, die ich in unseren staubigen Schränken finden konnte. Ich hatte an diesem Tag einen Plan. Ich wollte sie zu mir locken. Mein Weg begann auf einer Lichtung, auf der ich dachte, dass ein Feenring aus Pilzen zu wachsen beginnen könnte. Aber selbst ohne diesen schien es einfach der perfekte Ort für Feen zu sein. Ich stellte mir vor, wie sie zwischen den Bäumen hin und her flatterten, fröhlich zwitscherten und Wildblumen pflückten, um daraus Blumenkränze zu flechten. Ich ging rückwärts bis zu meinem Schlafzimmerfenster zurück, ließ alle paar Schritte einen weiteren Gegenstand fallen. Als ich drinnen angekommen war und aus dem Fenster sah, konnte ich meinen Pfad aus glänzenden Dingen durch das überwucherte Gras im Garten sehen, bis er in den Bäumen verschwand. Ich war so aufgeregt, ich konnte mich kaum zurückhalten. Heute Nacht, das war ich mir sicher, würden sie zu mir kommen. Sie würden sich zeigen und sie würden mir helfen. Doch nachdem ich wieder einmal meinen Vater umsorgt und ihn nach endlosen Überredungsversuchen endlich dazu gebracht hatte, etwas Wasser zu trinken und ins Bett zu gehen, war ich erschöpft. Ich hatte meinen Plan völlig vergessen. Als ich in mein Zimmer kam, fiel ich auf die Matratze, ohne mich umzuziehen, und schloss die Augen. Dann hörte ich es. Ein Kratzen. Ich öffnete meine Augen. Das Mondlicht, das durch mein Schlafzimmerfenster fiel, warf seltsame Schatten über die Decke. Schatten des sich wiegenden Grases und der knarrenden Bäume. Es war ungewöhnlich still, abgesehen von dem Geräusch. Normalerweise war da immer irgendein Geräusch, zumindest ein paar Grillen, aber nicht heute. Heute, fiel mir auf, konnte ich nicht einmal den Wind hören. Langsam setzte ich mich auf, wie in einem Traum, und schaute zum Fenster. Ich konnte draußen nichts sehen, nichts, was offensichtlich dieses Geräusch verursachen könnte. Das Kratzen verwandelte sich in ein Klopfen. Tap, 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 wie ein Fingernagel, der gegen das Glas klopfte. Es hatte etwas Verspieltes, wie jemand, der sagte, »Schau her«. Ich stand auf, rieb mir die Augen und stolperte hinüber. Das Klopfen hörte abrupt auf, als ich am Fenster ankam und hinaus in den dunklen Garten spähte. Pechschwarz, wenn nicht für den Mondschein. Das Gras bewegte sich nicht, die Bäume knarrten nicht. Stirnrunzelnd öffnete ich das Fenster und schob es über meinen Kopf nach oben. Ich hatte recht, es gab keinen Wind, nicht einmal eine leichte Brise. Draußen war alles still, als wäre es eingefroren. Tatsächlich begann ich zu glauben, dass die Zeit selbst irgendwie stillstand, bis ich es sah. Mein Pfad aus Besteck und Knöpfen, sanft funkelnd im Mondlicht. Er verschwand. Dort, wo der Weg auf die Bäume traf, löste er sich auf, verschwand vor meinen Augen. Eine Gabel war einfach weg, direkt am Rand. So, als hätte jemand Unsichtbares sie blitzschnell aufgehoben und in die Tasche gesteckt. Dann verschwand ein Löffel. Dann ein besonders großer goldener Knopf. Was auch immer das war, es tat genau das, was ich wollte. Es nahm meinen Köder, es kam auf mich zu. Und es fühlte sich an, als hätte das Klopfen an meinem Fenster mir das zeigen wollen. Aber irgendetwas fühlte sich schrecklich falsch an. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Kein winziges, funkelndes Wesen klopfte an mein Fenster, zwinkerte mir zu und verschwand dann wieder in die Sicherheit der Bäume. Es gab keine geflüsterten Geheimnisse, keinen Feenstaub, keine Versprechen einer besseren Zukunft. Irgendetwas stimmte nicht. Es fühlte sich an wie eine Nachahmung, fast eine Verhöhnung dessen, was ich mir erhofft hatte. Als ob etwas versuchte, mir das zu geben, was ich wollte, aber darin ungeübt war. Ich wollte das nicht mehr. Mein Magen zog sich zusammen, meine Hände zitterten
während ich das Fenster langsam wieder schloss. Ich sah, wie mehr glänzende Dinge aus dem Gras verschwanden, immer näher und näher. Sobald es geschlossen war, verriegelte ich es hastig, zog die Jalousien zu und drehte dem Fenster den Rücken zu, als ob ich das, was als nächstes passieren könnte, nicht sehen wollte. Nichts passierte. Die drückende Stille dauerte noch ein paar Sekunden an, während ich angestrengt lauschte, ob draußen noch etwas passierte. Dann setzte der Wind ein und die Geräusche der Grillen, gedämpft durch mein geschlossenes Fenster, erfüllten die Nacht. Ich erinnere mich nicht mehr, wann ich in dieser Nacht eingeschlafen bin. Ich weiß nur, dass ich mich eine Zeit lang unruhig und nervös fühlte. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem Schuldgefühl auf. Waren die Feen wirklich letzte Nacht gekommen? Vielleicht wollten sie mit mir sprechen, mir Geschenke oder Gefälligkeiten bringen. Und was hatte ich getan? Ich hatte das Fenster vor ihnen zugemacht. Ich fühlte mich undankbar. Warum war ich überhaupt erschrocken? Weil es draußen dunkel war. Was war ich? Ein Baby. Als ich mein Fenster öffnete und hinausblickte, entfuhr mir ein Keuchen. Der Pfad aus Besteck und Knöpfen war vollständig verschwunden, bis hin zum letzten Gegenstand, den ich auf meinem Fenstersims platziert hatte. An seiner Stelle lag ein Schuh. Ich wusste nicht, was für ein Schuh es war, aber er sah irgendwie schön aus, elegant. Ich erinnere mich, dass ich lächelte, als ich das Fenster öffnete, als ob sie zuschauen könnten und mein Geschenk entgegennahm. Wie konnte ich diese Nacht vergessen? Wie konnte ich vergessen, was danach geschah? Ich fühle mich verrückt, als hätte ich alles erfunden oder als hätte ich alles seitdem erfunden, als wäre mein Leben nicht wirklich mein eigenes. Ich erinnere mich, dass ich es meinem Vater erzählte. Ich sagte, Papa, die Feen waren letzte Nacht da. Und das abwesende Lächeln, das er mir schenkte, bis ich ihm ihr Geschenk zeigte, den Schuh. Sofort wurde sein Gesicht bleich und er riss ihn mir aus den Händen, starrte mich an, als wäre ich etwas Unheiliges. Wo hast du das her, Johnny? Die Feen, Papa, ich hab's dir doch gesagt. Er antwortete nicht. Er schenkte mir nur einen langen, ernsten Blick, bevor er sich von mir abwandte, den Schuh immer noch fest an seine Brust gedrückt. Ich war verärgert, aber ich wusste, dass es besser war, keinen Wutanfall zu bekommen. Zu viel Emotion wäre zu unangenehm gewesen. Selbst damals wusste ich nicht, wie ich mit solchen Dingen umgehen sollte. Danach zeigte ich ihm ihre Geschenke nicht mehr. Ich wollte nicht riskieren, dass sie mir weggenommen wurden. Ich versuchte keine Angst vor den Feen zu haben, obwohl sie immer nachts kamen, aber ich ging nicht mehr ans Fenster, wenn sie kamen. Überall las ich, dass Feen es nicht besonders mochten, gesehen zu werden, obwohl diese hier es anscheinend wollte. Es begann immer mit einem Klopfen, aber ansonsten war es vollkommen still. Fast so, als ob die Stille mich verschlucken würde. Und schließlich hörte das Klopfen auf. Die Stille verging und ich schlief ein. Am Morgen lag immer ein weiteres Geschenk für mich auf dem Fenstersims. Ein funkelnder goldener Ring, der andere dazu passende Schuh, ein Hut. Jedes Mal lächelte ich, als ich sie nahm, wollte, dass sie wussten, wie dankbar ich war. Und ich hinterließ auch Dinge für sie, kleine Süßigkeiten oder glänzende Sachen wie Münzen oder Büroklammern, die ich auf dem Schulhof fand. Mit meinem Vater schien es eine Zeit lang besser zu werden. Er zog sich mehr zurück, war ruhiger. Nachts weinte er leise in seinem Zimmer, anstatt der lauten Schreie, die ich sonst beruhigen musste, damit die Nachbarn nicht anklopften. Tagsüber sprach er mit mir, aber eher beiläufig. Er fragte mich nicht mehr, wie es mir ging, oder sagte, ich solle alles rauslassen. Ich hoffte, das seien die Feen. Ich fühlte mich unbesiegbar, als hätte ich eine geheime Superkraft, die niemand sonst kannte. Ich war mit Feen befreundet. Dann änderte sich eines Nachts alles. Es begann mit dem Klopfen, wie immer. In dieser Nacht schlief ich tief, holte mir wohlverdienten Schlaf nach, da die nächtlichen Therapiesitzungen aufgehört hatten. Das Klopfen weckte mich. Es war lauter als sonst, aber es hörte abrupt auf, sobald ich meinen Kopf hob. Das war anders. In dieser Nacht hatte ich aus Versehen die Jalousien oben und das Fenster offen gelassen. Seit der ersten Nacht
Obwohl ich nicht mehr ängstlich war, hatte ich es immer geschlossen. Aber diesmal musste ich es vergessen haben. Draußen war es still. Es schien dunkler als gewöhnlich. Ich konnte fast eine Gestalt erkennen, weit am anderen Ende des Gartens, aber es war zu dunkel und ich war zu weit weg, um es genau zu sehen. Dieses Gefühl von der ersten Nacht kehrte zurück. Ein Ziehen, als würde eine Hand in meinen Magen greifen und alles durcheinander bringen. Ein schweres Gefühl in meiner Brust, als hätte jemand die gesamte Luft aus meinem Zimmer gestohlen, obwohl das Fenster offen war. Die Stille schien mich zu erdrücken, von allen Seiten auf mich zu drücken, sodass meine Rippen schmerzten. Das Gefühl, dass etwas sehr, sehr falsch war. Ich erinnere mich nicht daran, mich bewusst entschieden zu haben, aufzustehen. Rückblickend habe ich keine Ahnung, warum ich das in meinem Zustand des Fluchtinstinkts tun würde. Ich weiß nicht, ob ich es bewusst getan habe. Ich erinnere mich nicht daran, zu Fuß dorthin zu gehen, aber ich erinnere mich daran, dort angekommen zu sein. Meine Hände auf dem Fenstersims, mein Kopf, der in die vollkommen stille Nachtluft ragte. Da war etwas. Am Rand der Bäume. Genau dort, wo ich gesehen hatte, wie die erste Gabel in Luft aufging. Ich kniff die Augen zusammen und beugte mich weiter in die Dunkelheit, um zu erkennen, was es war. Als ich es schließlich erkannte, der Umriss Gestalt annahm, während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, begann ich unkontrolliert zu zittern. Ich erinnere mich, dass ich versuchte zu schreien, aber kein Ton herauskam. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nichts tun, außer zu starren. 2 Beine standen vor den Bäumen, mir zugewandt. 2 Beine, eine blutgetränkte Hose, keine Schuhe an den lila, geschwollenen Füßen und ein gezackter, brutaler Riss im Torso, wo der Rest des Körpers meiner Mutter abgetrennt worden war. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass die Beine nicht von selbst dort standen. Sie begannen sich zu bewegen, ruckartig und ungelenk, als würde etwas Unsichtbares sie mühsam hochhalten. Endlich gelang es mir, aus meiner Starre auszubrechen, und ich fiel auf den Teppich, wo ich mich übergab. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von dieser Nacht. Mein Vater kam gerannt, als ich anfing zu weinen, da bin ich mir sicher, aber er sah nicht, was ich sah. Die Beine meiner Mutter waren verschwunden oder versteckt, denn sie waren nicht für ihn, sie waren für mich. Nach diesem Vorfall zogen wir um. Früher hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, warum wir so plötzlich wegzogen, wahrscheinlich irgendetwas über den Schmerz gemurmelt, darüber, dass es zu schwer war, an dem Ort zu bleiben, an dem meine Mutter gestorben war. Aber jetzt erinnere ich mich wieder, warum. Es war wegen des nächsten Morgens, als ich meinen Fenstersims überprüfte und dort eine Hand lag. Die Hand meiner Mutter. Lila und steif, ohne ihren goldenen Ehering. Die Finger gegen das Glas gedrückt, als ob sie versuchte hineinzukommen, als ob sie geklopft hätte. Ich will mir gar nicht vorstellen, was es noch gebracht hätte, wenn wir geblieben wären. Dieses Ding, was immer es auch war nicht meine Mutter und es war keine Fee. Mit all meinem Beten, all meinen naiven und unschuldigen Glaubensvorstellungen und all meinen aufgestauten Gefühlen hatte ich etwas anderes eingeladen. Ich hatte es hereingelassen und dann hatte ich alles vergessen. Vielleicht hatte ich das auch verdrängt, wie alles andere. Jetzt erinnere ich mich, jetzt habe ich Albträume und wache mit diesem krankhaften Gefühl im Bauch auf. Meine Augen springen sofort zu unserem verschlossenen Schlafzimmerfenster. Denn vor einer Woche weckte mich meine Tochter früh am Morgen, indem sie auf unser Bett sprang. Vor einer Woche rüttelte sie mich wach, ihr breites Lächeln überspannte ihr Gesicht. Vor einer Woche erzählte sie mir: Papa, die Feen waren letzte Nacht da. Sie zeigte mir eine Puppe, eine Ballerina mit einem rosa Tutu und wunderschönen, langen, blonden Haaren. Und jetzt, wo all diese schrecklichen Erinnerungen wie kaltes Wasser auf mich herabprasseln, hält mich nur noch eine Frage wach. Ich bat sie um Hilfe mit meinem Vater. Ich bat sie um Frieden. Ich bat sie, meine Mutter zurückzubringen. 2 meiner Wünsche wurden auf ihre eigene verdrehte Weise erfüllt. Mein Vater distanzierte sich von mir und meine Mutter wurde in Stücken zurückgebracht. Jetzt bin ich glücklich, aber ich habe keinen Frieden.
Ich glaube nicht, dass ich jemals vollständig Frieden haben werde, zumindest nicht mit einem Kind und einer Frau, für die ich sorgen muss, und nicht mit all diesen Erinnerungen. Also, wofür ist es zurückgekommen?